Warum kann ich das nicht sagen? Hört mal kurz auf, ja? Hört mir einfach kurz zu, wählen. Ja, Leute, geht wählen, ja? Weil sonst Dinge passieren könnten, die nicht so gut sind für uns, you know? Ich mein's richtig ernst. Hi Leute! Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Wie ihr gerade hören könnt, rede ich gerade Deutsch und es wird auf jeden Fall heute ein deutsches Video und ich werde euch jetzt sagen, warum. Es gibt so ein Thema, was schon echt wichtig ist und wo ich das Gefühl hatte, dass ich das auf jeden Fall ansprechen muss. Das ist auf jeden Fall eine Sache, womit wir uns alle beschäftigen müssen, ja. Alle Leute, die in Deutschland wohnen. Also es geht heute um die Bundestagswahl. Für die Leute, die Politik so langweilig finden und so, bitte, hört mal kurz auf, ja. Hört mir einfach kurz zu, weil ich will euch jetzt sagen, warum es so wichtig ist, jetzt bald wählen zu gehen. Ja, bitte, bitte. Also ich bin auch nicht wirklich ein Fan von Politik und ich schaue mir auch nicht jedes Mal Nachrichten an, weil es immer was Negatives zu berichten gibt. Aber lasst uns doch mal positiv bleiben und lasst uns doch einmal kurz nachdenken, welche Sachen einfach relevant sind, wählen zu gehen. Wählen. Ja, Leute, geht wählen. Ja. In diesem Video werde ich euch die Gründe nennen, warum es so wichtig ist, wählen zu gehen und Informationen über die Bundestagswahl selbst, also wie zum Beispiel, wie der Ablauf ist, wen kann man wählen und etc. 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 Also es wird ein sehr informatives Video, also bleibt gerne dran. So, jetzt geht es erstmal um die Gründe, warum man wählen gehen sollte. Der erste Grund ist, wählen stärkt die Demokratie. Wählen zu gehen ist quasi die Grundbasis der Demokratie, weil jede Stimme trägt dazu bei, demokratische Werte zu verteidigen und die extremistischen Kräfte zu schwächen. Also Kräfte zu schwächen, die nicht an die Macht kommen sollten. Weil sonst Dinge passieren könnten, die nicht so gut sind für uns, you know. Ein anderer guter Grund ist auch die Mitbestimmung. Als Bürger von Deutschland hat man im Alltag nicht immer das Gefühl, dass man nicht viel mitbestimmen kann in der Politik. Und wählen zu gehen, für mich persönlich, wählen zu gehen, gibt mir das Gefühl von, oh, jetzt wollen die Politiker wissen, was ich denke, so. Und das ist schon was Besonderes, was ganz Besonderes, weil man hat sowas nicht jeden Tag. Und mit Mitbestimmung meine ich auch, dass du somit, also wenn du wählen gehst, deinen Alltag und deine Zukunft gestaltest. Also wir Menschen, wir planen ja immer gerne was, ne? Wir planen immer gerne voraus. Wir planen immer, okay, was will ich dieses Jahr erreichen? Oder wo will ich dieses Jahr hinreisen? Also alles, was man plant, auch selbst auch für die nächste Minute, wie zum Beispiel, oh, was soll ich jetzt essen? Oh, soll ich jetzt das oder das einkaufen? Etc. Und wir Menschen, wir planen immer gerne voraus. Und wenn es einen Moment gibt, wo wir nicht herausplanen können, also nicht planen können, verlieren wir die Kontrolle über unseren Alltag und dann sind wir unglücklich, weil wir zum Beispiel etwas machen wollten, was wir nicht machen konnten. Und wenn man wählen geht, darfst du kurz so dein eigener Boss sein und sagen, okay, so soll mein Alltag aussehen, so soll es ungefähr in Deutschland ablaufen und es betrifft natürlich auch die Zukunft. Ja, ein anderer guter Grund, wählen zu gehen, ist auch das Recht zu nutzen. Ja, also dass man dann erstmal wirklich sich kurz hinsetzt und mal realisiert, so, oh, ich habe das Recht, wählen zu gehen. Das gibt es nicht überall. Es gibt Leute, die dürfen nicht wählen gehen. Deswegen, ich meine einfach, es ist ein sehr wichtiges Recht und dieses Recht sollte man nutzen. Du hast das Recht, wählen zu gehen, also nutze es auch, weil das Leben ist kein Wunschkonzert, you know. Ein anderer wichtiger Grund, warum man wählen gehen sollte, ist, weil deine Stimme zählt. Ich habe mich auch schon mal so gefühlt, dass ich, wenn ich wählen gegangen bin, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Stimme irgendwie nicht zählt. Weil wir ja so viele sind in Deutschland und das ist da immer dieses, man fühlt sich dann auf einmal voll klein, aber
Wenn man eigentlich ganz genau drüber nachdenkt, stell dir mal vor, es gibt eine ganz bestimmte Partei, die du vertreten möchtest. Und weil du dir so denkst, ja, du bist nicht wichtig genug oder deine Stimme zählt irgendwie nicht genug oder so. Oder viele andere wählen die Partei, die du willst. Und dann du, wenn du gewählt hättest, dann hätte wahrscheinlich auch die Partei gewonnen, die du so eigentlich so gerne vertreten möchtest. Aber weil du ja so denkst, ja, meine Stimme zählt eh nicht, weil es ja irgendwie nicht sichtbar ist. Jede einzelne Stimme in Deutschland ist sichtbar. Glaub mir, man ist sich das nicht wirklich bewusst und so. Und ich gebe zu, dass ich mich auch so früher gefühlt habe. Aber bitte, nicht so denken, nicht so denken. Du bist wichtig, ja? Du bist wichtig. Also es führt immer dazu, wenn du jetzt nicht wählen gehst, gewinnt dann die Partei, die du nicht vertreten wolltest. Ein anderer guter Grund, warum man wählen gehen sollte, ist auch, um Verantwortung zu zeigen gegenüber der Gesellschaft. Du wohnst in einem Land, wo du die Chance hast, wo man dir die Chance gibt, hier, du darfst wählen gehen und du darfst die Partei auswählen, wo du denkst, okay, das wäre gut für Deutschland, ne? Wenn du aufstehst und du wählen gehst, du zeigst Verantwortung und das ist dann ein gutes Beispiel, was andere folgen können. Wenn du zu Hause so rumsitzt und so sagst, ja, ich will nicht wählen gehen, weil, ja, ich habe keinen Bock und so, ja, ist das ein gutes Vorbild? Ist das ein gutes Vorbild? So, ich frage euch jetzt so, ist das ein gutes Vorbild? I'm just saying. Ist das ein gutes Vorbild? Es ist genau das Gleiche wie, ich stehe so auf und will zur Arbeit gehen. Und dann sage ich so, ich habe keinen Bock zur Arbeit zu gehen. Oder ich will schwänzen. Ich will die Schule schwänzen. Oder ich habe keinen Bock, das und das zu machen. Like, das ist doch kein gutes Vorbild. Das ist doch gar kein gutes Vorbild. Das ist genau das Gleiche mit Wählen. Wenn du nicht wählen gehst, ist es genauso wie ein Fehltag auf der Arbeit oder in der Schule, whatever. Ein sehr starker, wichtiger Grund, was wirklich viel Stärke in sich hat, ist die Zukunft gestalten. Man denkt, es gibt ja auch Leute, die denken so, ja, okay, wenn man jetzt die Partei wählt und die haben dann auch gewonnen und so, und dann haben die ja immer so diese Ziele, die sie erreichen wollen in Deutschland. Und dann denkt man sich so, ja, man sieht ja die Ziele noch gar nicht, die setzen ja noch gar nicht so richtig um und so. Und dann denkt man sich so, ach ja, und jetzt so automatisch denkst du dann danach so dann gehe ich doch beim nächsten Mal nicht wählen. Aber Achtung, du siehst vielleicht heute, morgen und übermorgen keine Veränderung, aber in der Zukunft schon. Du sorgst für deine nächste Generation. Du sorgst dich um deine Nachkommen, wenn du wählen gehst. Ich finde das so stark, dieser Punkt, weil man muss mal darüber nachdenken. Wenn wir eines Tages nicht mehr hier sind und unsere Nachkommen dann hier sind, sie werden genau das spüren, was wir gewählt haben. Wir spüren auch genau das, was unsere Vorgänger ausgewählt haben. Checkt ihr? Und so geht das immer weiter. Also Fürsorge für deine nächste Generation. Vor allem so wichtige Themen wie Klimawandel, Rente etc., wo man jetzt so das Gefühl hat, okay, da geht jetzt alles gerade den Bach runter. Aber anstatt so negativ zu denken, denkt man darüber nach, so okay, das könnte für die nächste Generation, für meine Nachkommen viel besser aussehen. Also zeige ich Fürsorge und Liebe, indem ich wählen gehe. That's it. That's it. That's it. That's it. Du musst nicht mal Geld ausgeben oder so. Ein anderer Grund, warum man wählen gehen sollte, ist auch, weil man dann die Vielfalt repräsentieren kann. Es gibt da vielleicht bestimmt so eine Partei, wo du voll der gleichen Meinung bist, wo du genau auf derselben Seite bist mit der Partei so. Und dann, wenn du dann wählen gehst, ist es was ganz Besonderes, weil du teilst dann eine andere Perspektive oder eine andere Meinung, die nicht jeder hat. Durch deine Wahl trägst du dazu bei, dass unterschiedliche Meinungen und Interessen in der Politik berücksichtigt werden. So, ist schon was Besonderes, right? Also noch ein guter Grund, warum man wählen gehen sollte, ist Signal an die Politik. Das heißt einfach, wenn du wählen gehst, meldest du dich. Ja, du meldest dich, dass du genau das und das und das in Deutschland haben möchtest. Das ist quasi wie deine Ansage,
an die Politik. Es ist genauso, als würdest du eine Nachricht schreiben oder dem persönlich sagen, ich will, dass genau das und das in Deutschland umgesetzt wird. Weil jede Partei steht für etwas oder steht hinter verschiedenen Werten. Und also wenn du dann wählen gehst, dann wirst du auf jeden Fall den Politikern zeigen, so okay, so würdest du Deutschland gerne sehen und das möchtest du gerne in Deutschland haben und that's it. Der nächste Grund, warum man wählen gehen sollte, ist, um deine Stimme nicht zu verschenken. Wenn du nicht wählen gehst, da wird jemand anderes quasi für dich wählen. So ähnlich wie dass andere Wähler genau die Partei nehmen, die du nicht vertreten möchtest oder die du nicht vertrittst. Deswegen, wenn du nicht wählen gehst, dann ist es so, als würden andere Leute für dich entscheiden, wie dein Alltag oder deine Zukunft aussehen soll und auch dein Umfeld, wie das alles für dich geregelt sein soll. Willst du da wirklich, dass andere Leute für dich entscheiden? Sei ehrlich, willst du das? Denk mal drüber nach, ne? Der letzte Grund, warum man wählen gehen sollte, ist, um den Extremismus gegenüberzutreten. Weil nämlich durch Wählen kannst du radikale Kräfte schwächen und ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Demokratie setzen. So, das ist schon ein großes Statement, ja. Yeah. Das heißt, um das zusammenzufassen, ja, um die Gründe zusammenzufassen, wählen gehen ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verantwortung, der jeder nachgehen muss, der die Chance hat. Deswegen, das ist ganz wichtig. Das ist quasi deine Chance, um Deutschland mitzugestalten. Das ist doch krass. Also jetzt als nächstes geht es um die allgemeinen Informationen für die Bundestagswahl 2025, wie zum Beispiel, wann man wählen kann, wie, wo. Ich werde euch auch erklären, wie die Briefwahl funktioniert, weil man muss ja nicht aufstehen und wählen gehen. Man kann ja auch per Briefwahl wählen. Und ja, und das werde ich euch jetzt alles verraten. Also jetzt erstmal über die Voraussetzungen, über wer wahlberechtigt ist. Du musst die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein und dein Wohnort muss natürlich in Deutschland sein, obviously. Und du musst seit mindestens 3 Monate in Deutschland gelebt haben oder leben gerade. Du bist natürlich auch wahlberechtigt, wenn du dein Wahlrecht nicht verloren hast. Damit meine ich, wenn du jetzt irgendwie beim Gericht warst und du jemals ein Gerichtsurteil bekommen hattest und so und man dir dann die deutsche Staatsbürgerschaft abgezogen hat, dann darf man ja dann automatisch nicht wählen gehen. Aber das ist sehr selten. Also das sind jetzt wirklich nur wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt eine sehr schwere Straftat begangen hast. Und dann kann man da nicht wählen. Wann und wo findet die Wahl statt? Die Wahl ist am 23. Februar 2025. Ja, das ist ein Sonntag. Du kannst in dem eigenen Wahllokal wählen gehen oder per Briefwahl. So, nun erkläre ich euch, wie man per Briefwahl wählen kann. Du kannst einen Briefwahlantrag stellen, sobald du die Wahlbenachrichtigung bekommen hast per Post. Der Antrag muss spätestens bis zum Freitag vor der Wahl eingegangen sein. Das schickst du dann bei der kommunalen Wahlbehörde. So, jetzt die Frage, wie stellst du diesen Antrag? Wie geht das? In der Regel findest du den Antrag auf der Rückseite von deiner Wahlbenachrichtigung. Und dieser Antrag kann per Post oder per E-Mail oder auch online über deine Gemeinde, über die Website deiner Gemeinde oder Stadt eingereicht werden. Nachdem du deinen Antrag gestellt hast, bekommst du die Briefwahlunterlagen von der zuständigen Behörde. Das heißt, du bekommst deinen Stimmzettel für die Bundestagswahl, einen Wahlumschlag für den Stimmzettel, einen Briefwahlumschlag zum Versand der Unterlagen und eine Erklärung zur Briefwahl, also quasi eine Unterschrift von dir, dass du die Wahl geheim vornimmst. Wenn du die Briefwahlunterlagen bekommen hast, füllst du den Stimmzettel so aus, dass du die Erststimme für einen Direktkandidaten auswählst und die Zweitstimme für eine Partei, die deinen Wünschen entspricht. Es ist wichtig, dass du den Stimmzettel korrekt ausfüllst, damit dein Stimmzettel dann gültig wird, weil wenn du jetzt irgendwie draufkritzelst und du auch nicht genau schreibst, wer deine Erststimme und wer deine Zweitstimme ist, dann kann es sein, dass dein Stimmzettel dann auf jeden Fall ungültig wird und dann zählt deine Stimme dann nicht. Falls du dir dann immer noch unsicher bist, kannst du alles, was ich dir jetzt gesagt habe, über den Wahlbenachrichtigungszettel nachlesen. Also da steht alles nochmal ganz genau drauf, wie man den Stimmzettel ausfüllt. Und dann legst du den ausgefüllten Stimmzettel in den Wahlumschlag.
da musst du jetzt vorsichtig sein, weil wenn dein Wahlumschlag schon beschädigt ist, wird deine Stimme auch nicht gezählt. Ja, deswegen muss man echt aufpassen, dass dann der Wahlumschlag sorgfältig und heil aussieht. Und dann legst du den Wahlumschlag, wo der Stimmzettel schon drin ist, das legst du dann in den Briefwahlumschlag. Und dann die Erklärung zur Briefwahl, also quasi deine Unterschrift, dass du damit einverstanden bist, dass du die Wahl geheim machst, legst du dann auch mit bei. Und die Unterlagen kannst du dann per Post verschicken. Oder wenn du es jetzt nicht rechtzeitig schaffst, kannst du es auch in einem Wahllokal abgeben, damit das halt nicht durch die Post zu spät kommt oder so. Falls du dann deine Briefwahl abgibst, denk daran, wenn du das dann genau am Wahltag machst, also am 23. Februar, achte darauf, dass du das nicht nach 18 Uhr abgibst, weil es sonst zu spät wird. Also bitte spätestens bis 18 Uhr abgeben. Ich finde die Briefwahl voll praktisch, weil wenn du jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht rausgehen kannst, oder weil du vielleicht gehbehindert bist, dann ist die Briefwahl eine gute Wahl, um auch wählen zu gehen quasi. Deswegen finde ich das sehr praktisch. Und jetzt die wichtige Frage, für wen kann man wählen? Ich nenne euch jetzt die Parteien, die für die Bundestagswahl 2025 zugelassen sind. Die Direktkandidaten und auch die Parteien kann man alle auf der Website www.bundesleiterin.de einsehen. Ich werde jetzt die Direktkandidaten jetzt nicht erwähnen, weil man sieht das hier eh alles bei der Bundesleiterin. Deswegen, ich nenne euch jetzt erstmal nur die Parteien, die man wählen kann. Und die Parteien, die man wählen kann, ist die SPD, CDU, AfD, Bündnis 90, aka die Grünen, FDP, CSU, die Linke, Freie Wähler, Bündnis Sarah Wagenknecht, also kurz gesagt BSW, Bündnis Deutschland, die Partei, Volt Deutschland, ÖDP, Piratenpartei Deutschland, MLPD, Bündnis C, also Christen für Deutschland und die W-Partei. Und die stehen für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Jetzt nenne ich euch, wofür die Parteien stehen. Denn hier sind die Informationen, damit ihr euch eure eigene Meinung bilden könnt. Ich will euch natürlich auch vorwarnen, dass Fachbegriffe erwähnt werden, aber macht euch keine Sorgen, ich erkläre es alles für euch. Aber eigentlich kennen wir alle die Fachbegriffe von der Schule, oder ne? Also jetzt kannst du dich selber testen, ob du gut in der Schule aufgepasst hast. Dann fangen wir mal an. Fangen wir mit SPD an. Also die SPD steht für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Deren Werte sind Sozialdemokratie, Solidarität und Gerechtigkeit. Die Schwerpunkte sind sozialer Ausgleich und gerechtere Verteilung von Wohlstand. Sie wollen den Sozialstaat stärken und die wollen die Renten- und Arbeitspolitik ausbauen. Damit meine ich, dass sie die Rentenversicherung stärken wollen und auch Arbeitsplätze für alle schaffen wollen. Das Ziel ist dann die finanzielle Sicherheit dann im Alter und gute Arbeitsmöglichkeiten für alle Menschen. Sie wollen den Klimaschutz durch eine grüne Industriepolitik. Sie wollen Energien erneuern und sozialverträgliche Maßnahmen greifen. Sie wollen auch eine Chancengleichheit in Bildung und Integration. Jetzt als nächstes die CDU, genau gesagt die Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Deren Werte ist christlich-demokratische Werte, Wirtschaftsfreiheit und Ordnung. Sie wollen die Marktwirtschaft fördern, sowie auch die Innovation. Sie wollen auch stabile Staatsfinanzen. Sie wollen Migranten und Migrantinnen bei gleichzeitiger Stärkung der nationalen Identität integrieren. Sie wollen die innere Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit stärken. Sie wollen den Klimaschutz mit einem Fokus auf technologische Lösungen und marktwirtschaftliche Anreize. So, jetzt nun über Bündnis 90, also die Grünen. Deren Werte ist das Umweltbewusstsein, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit. Sie wollen den Klimaschutz durch konsequente Reduktion der CO2-Emissionen und der nachhaltigen Wirtschaft fördern. Sie wollen erneuerbare Energie und eine klimafreundliche Mobilität ausbauen. Sie wollen die Gleichberechtigung und die Diversität in allen gesellschaftlichen Bereichen stärken. Und sie wollen die sozialen Sicherungssysteme und die Förderung von Chancengleichheit verbessern. Jetzt über die FDP, also über die Freie Demokratische Partei. Sie stehen für Liberalismus, individuelle Freiheit und Eigenverantwortung. Sie wollen eine freiheitliche Wirtschaftsordnung, Steuererleichterungen und Bürokratieabbau. Sie wollen die digitale Transformation und die Innovationskraft fördern. Sie wollen die Bildung auf Chancengleichheit durch mehr Auswahlmöglichkeiten und weniger staatliche Regulierungen stärken. Das heißt, die wollen ein Bildungssystem aufbauen, was nicht so sehr
vom Staat gebunden ist. Und sie legen Fokus auf persönliche Freiheit und eine offene Gesellschaft. Jetzt über die AfD, also die Alternative für Deutschland. Deren Werte sind die Nationalkonservatismus, also damit meine ich eine politische Einstellung, die traditionelle Werte und die eigene Nation in den Vordergrund stellt. Deren Werte sind auch Migrationseinschränkungen und nationale Souveränität. Das heißt, dass ein Land selbstständig über seine Gesetze, Politik und Entscheidungen selbst entscheiden darf, ohne von anderen Ländern oder Organisationen abhängig zu sein. Sie wollen die Migration begrenzen und mehr Schutz für die deutsche Kultur und Identität. Sie wollen die innere Sicherheit stärken und die Polizeibefugnisse ausweiten. Mit Polizeibefugnissen meine ich, dass die Polizei dann mehr Rechte und mehr Möglichkeiten hat, um Verbrechen zu verhindern oder aufzuklären. Die AfD ist auch kritisch gegenüber der EU, weil sie finden, dass die EU zu viel Einfluss auf die Länder und auf die Politik hat. Stattdessen wollen sie, dass Deutschland mehr selbst entscheidet und sich stärker auf die eigenen Bedürfnisse stärken und Interessen konzentrieren kann. Sie stehen auch für Ablehnung des aktuellen Klimaschutzmaßnahmen und stattdessen legen sie Fokus auf Wirtschaft und Wohlstand. Nun über die CSU, also die Christlich-Soziale Union Bayern. Deren Werte ist christlich-konservative Werte, Heimatverbundenheit und soziale Marktwirtschaft. Sie wollen die bayerische Identität und die regionale Selbstbestimmung stärken. Sie wollen die Zuwanderungsbegrenzung und verstärkter Fokus auf die innere Sicherheit. Sie wollen die traditionelle Familienpolitik und die christlichen Werte fördern. Und sie wollen die Wirtschaftspolitik für einen starken Standort Deutschland und mit nachhaltigem Wachstum. Nun kommen wir zu Die Linke. Sie stehen für Sozialismus. Also damit meine ich, dass es eine wirtschaftliche und politische Idee ist, bei der Gleichheit und Gerechtigkeit im Vordergrund stehen. Also wichtige Dinge wie Fabriken, Land oder Unternehmen sollen der Gemeinschaft gehören und nicht nur Einzelpersonen. Das Ziel ist es, dass alle Menschen fair von den Ressourcen und dem Wohlstand profitieren können. Sie stehen auch für Gerechtigkeit und Antikapitalismus. Noch ein Fachbegriff, den erkläre ich euch jetzt auch. Antikapitalismus bedeutet, dass man kritisch gegenüber dem Wirtschaftssystem ist, bei dem Gewinn und privater Besitz im Vordergrund stehen. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Antikapitalisten die großen Unterschiede zwischen Arm und Reich beseitigen wollen, damit alle gleich sind, wenn es um Wohlstand geht zum Beispiel. Die Schwerpunkte ist die Umverteilung von Reichtum und die Bekämpfung der sozialen Ungleichheit, Armut und Arbeitslosigkeit. Sie wollen die Vermögenssteuer einführen und öffentliche Sektoren stärken, wie zum Beispiel kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung. Und sie wollen eine radikale Veränderung des Wirtschaftssystems hin zu mehr Sozialismus und weniger Kapitalismus. So, nun über die Freie Wähler. Sie stehen für Bürgernähe, direkte Demokratie und regionale Interessen. Sie wollen die regionale Demokratie und die Kommunen stärken. Also Kommunen sind die kleinsten Verwaltungseinheiten wie Städte, Dörfer und Gemeinden. Und sie kümmern sich um lokale Angelegenheiten wie Schulen, Straßen oder Müllversorgung und sorgen dafür, dass es alles gut klappt. Sie wollen eine soziale Marktwirtschaft fördern, die auch umweltfreundlich ist. Sie wollen vernünftiger Umgang mit Migration und Integration. Und sie wollen die Bildungs- und Gesundheitssysteme verbessern. Nun als nächstes zu Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz gesagt BSW. Deren Werte sind Sozialismus, Umverteilung und Wirtschaftsdemokratie. Ja, jetzt ist hier wieder ein Fachbegriff und du weißt schon wieder nicht, was es heißt. Ich erkläre es dir. Es bedeutet, dass Arbeiter und Angestellte mehr Mitbestimmung in wirtschaftlichen Entscheidungen haben. Es geht halt darum, dass nicht nur Eigentümer der Unternehmen das Sagen haben, sondern auch die Beschäftigten, denn sie sollen ja auch Einfluss auf Arbeitsbedingungen oder Unternehmensführung entscheiden können. Die Schwerpunkte der BSW sind die Reform der Marktwirtschaft und stärkere Einflussnahme des Staates. Also mit anderen Worten heißt es einfach, dass der Staat mehr Kontrolle und mehr Regeln für die Wirtschaft aufstellt. Und das Ziel ist dann, Probleme wie Ungleichheit und Umweltzerstörung zu lösen, indem der Staat Arbeitsbedingungen verbessert und die Wirtschaft fairer gestaltet. Sie wollen die Sozialleistungen erhöhen und eine Sicherstellung von Chancengleichheit. Sie wollen stärkere Besteuerung von Reichen und Unternehmen. Sie wollen die Arbeitsmarktreformen unterstützen und sie wollen staatlich in das Wirtschaftssystem eingreifen. Nun über Volt Deutschland. Sie stehen für europäische Zusammenarbeit, Digitalisierung und Innovation.
Sie wollen eine stärkere politische Zusammenarbeit auf europäischer Ebene fördern. Sie wollen umfassende Digitalisierung, neue Technologie nutzen. Sie wollen gesellschaftlicher Fortschritt, Integration und soziale Gerechtigkeit. Nun die Partei. Sie stehen für Spaß, Satire. Also eine Satire ist eine Art von Humor, bei der Missstände und Fehler in der Gesellschaft, Politik oder Kultur auf lustige und oft übertreibende Weise kritisiert werden. Das dient halt dazu, dass dann die anderen dann zum Nachdenken angeregt werden, aber halt auf einer humorvollen Weise. Und Anti-Establishment, noch ein Fachbegriff. Es bedeutet einfach, dass die Partei gegen das bestehende politischen Ordnung ist, also darauf bezogen gegen die traditionellen Parteien und deren Macht. Und die Partei sieht das eher als Ungerechtigkeit und setzt sich deswegen für Veränderungen ein. Deren Schwerpunkte sind die satirische Politik, also häufig mit einem humoristischen Blick auf aktuelle Themen, eine kritische Auseinandersetzung mit der etablierten Politik und sie wollen eine gerechtere Gesellschaft fördern, aber auch durch provokante und humorvolle Aktionen. Nun kommen wir zu ÖDP, also ökologisch Demokratische Partei. Deren Werte sind die Ökologie. Noch ein Fachbegriff. Alles gut, das kläre ich auch natürlich auf. Die Ökologie ist die Wissenschaft, die sich mit Beziehungen zwischen Lebewesen und der Umwelt beschäftigt. Sie stehen auch für Demokratie und Gerechtigkeit. Deren Schwerpunkte sind die umfassenden ökologischen Reformen. Sie wollen die Nachhaltigkeit fördern, sie wollen die Demokratie und die Bürgerbeteiligung stärken und sie wollen soziale Gerechtigkeit und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen. Jetzt nun über die MLPD, also die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands. Sie stehen für Antikapitalismus, Kommunismus. Also Kommunismus ist eine politische und wirtschaftliche Denkweise, bei der alle Produktionsmittel gemeinschaftlich fokussiert werden. Also damit meine ich Fabriken, Land und Unternehmen. Und internationale Solidarität. Damit meine ich, dass Menschen und Länder zusammenarbeiten und sich unterstützen, um globale Probleme gemeinsam zu lösen. Die Schwerpunkte sind die revolutionäre Veränderung der Gesellschaft hin zu einem sozialistischen System. Sie wollen Kapitalismus abschaffen und eine kommunistische Wirtschaftsordnung einführen. Und sie wollen Arbeiterrechten unterstützen. Und natürlich internationale Solidarität, was ich schon vorhin erklärt habe. Reden wir nun über die Piratenpartei Deutschland. Deren Werte liegen in Digitalisierung, Bürgerrechte und Transparenz. Sie wollen den Datenschutz und Bürgerrechte im digitalen Zeitalter fördern. Sie wollen offene, transparente und demokratische Entscheidungsprozesse und sie wollen die Macht und Kontrolle dezentralisieren und weniger Bürokratie. Jetzt geht es um Bündnis Deutschland. Deren Werte sind europafreundlich, nationale Identität und konservativ. Sie wollen nach einer starken nationalen Identität fordern, wobei das Prinzip der Nation und Tradition eine zentrale Rolle spielen. Sie wollen eine freie Marktwirtschaft und sie wollen Unternehmertum fördern. Sie wollen stabiles Wachstum. Was denen auch wichtig ist, dass Deutschland eine starke Rolle in der Europäischen Union spielt. Aber gleichzeitig haben die auch eine kritische Haltung gegenüber übermäßiger Bürokratie in Brüssel. Die wollen strengere Maßnahmen in Bezug auf Migration und Sicherheit und sie wollen soziale Reformen zur Unterstützung der Familien und der Stärkung des Mittelstands. Jetzt über das Bündnis C, also Christen für Deutschland. Deren Werte sind konservativ und christlich, also auf den christlichen Glauben ausgerichtet. Sie wollen, dass christliche Werte in den Mittelpunkt der politischen Arbeit steht, wie zum Beispiel durch die Förderung von Ehe und Familien. Sie wollen die Abtreibung einschränken und Schutz des Lebens von der Empfängnis bis hin zum natürlichen Tod. Und sie wollen Unternehmertum und Eigenverantwortung fördern. Sie wollen auf einem verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen und eine nachhaltige Energiepolitik, die aber wirtschaftlich umsetzbar ist. Sie wollen einer christlich geprägten Integration von Migranten und Migrantinnen fördern. Und sie wollen die unkontrollierten Zuwanderung kritisch umgehen. Jetzt nun die letzte Partei, die auch für die Bundestagswahl dieses Jahr zugelassen ist. Das ist die V-Partei. Ich nenne einfach mal die Partei mit 3V, also die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Deren Werte sind die Nachhaltigkeit, Tierschutz und Umweltbewusstsein.
Sie wollen, dass der Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel im Mittelpunkt steht, also politisch. Insbesondere wollen sie auch nachhaltige Landwirtschaft und Konsumverhalten fördern. Sie wollen eine veganfreundliche Politik und Tierwohl deutlich fördern, die dann zu einer Reduzierung des Konsums tierischer Produkte führt. Sie wollen für Deutschland eine pflanzliche Ernährung und eine bewusstere Lebensweise hinsichtlich der Umwelt und Tiere fördern. Sie wollen erneuerbare Energie unterstützen und eine ökologisch orientierte Wirtschaftspolitik. Und in Bezug auf die Gesundheitspolitik wollen die Ernährung, die pflanzenbasiert ist und Gesundheitsstrategien fördern, die auf natürliche Heilmethoden, auf Prävention setzen. Ja, und das sind dann alle Parteien, die ich jetzt vorgestellt habe. Ich schreibe euch alles bei der Beschreibung. Alle Links und Websites zu den Parteien und auch nochmal die Webseite www.bundesleiterin.de. Da könnt ihr alle Parteien dann nochmal nachlesen und auch die Direktkandidaten. Ich wollte euch nur so einen Überblick schaffen über die ganzen Parteien, wofür die stehen und so, weil meistens man hat einfach so viel Auswahl und dann ist man ein bisschen überfordert. Deswegen wollte ich euch da einen Überblick schaffen. Nun sage ich euch, wie der Ablauf zum Wählen funktioniert. Also erstmal bekommst du eine Wahlbenachrichtigung. Ich glaube, dass wir alle diese Woche oder letzte Woche Post bekommen haben. Und das brauchst du, wenn du wählen gehst. Da steht auch dein Wahllokal und die Öffnungszeiten. Die Dokumente, die du brauchst fürs Wählen gehen, Personalausweis oder ein Reisepass und eine Wahlbenachrichtigung. Also Wahllokale finden meistens in Schulen, Gemeindezentren oder in Rathäusern statt. Wenn du in deinem Wahllokal angekommen bist, meldest du dich beim Wahlvorstand an und zeigst da deine Wahlbenachrichtigung sowie deinen Reisepass oder Personalausweis. Und dann wird dein Name im Wählerverzeichnis geprüft und abgehakt, quasi, dass du anwesend warst und halt gewählt hast. Du bekommst dann einen Stimmzettel von dem Wahlvorstand und guck erstmal, ob dein Stimmzettel verbraucht ist oder also ob da Markierungen drauf sind oder ob der beschädigt ist, weil wenn er beschädigt ist oder schon Markierungen dann drauf sind, dann ist das Stimmzettel quasi ungültig. Wenn du deinen Stimmzettel hast, gehst du dann zur Wahlkabine und dann in der Wahlkabine markierst du deine 2 Stimmen geheim. Ja, geheim. Das ist ganz wichtig, geheim. Wie vorhin gesagt, hast du eine Erststimme. Die Erststimme ist dann für den Direktkandidaten in deinem Wahlkreis. Und die Zweitstimme ist für eine Partei, der dann beim Bundestag sitzen darf. Danach faltest du deinen Stimmzettel dann so, dass es dann niemand sehen kann. Und dann gehst du zur Wahlurne und wirfst dann deinen gefalteten Stimmzettel ein. Und danach verlässt du das Wahllokal. Also man merkt, es ist so einfach, wählen zu gehen. Es nimmt nur ein paar Minuten, aber es hat große Auswirkungen. Wichtig zu wissen ist, wenn ihr euch unsicher seid wegen dem Ablauf und ihr Fragen habt, ich meine jetzt nicht Fragen wie, ja okay, welchen Direktkandidaten oder welche Partei soll ich wählen, das meine ich nicht, sondern so andere Fragen, wie jetzt auf den Ablauf bezogen. Es gibt da Wahlhelferinnen, die stehen euch immer zur Verfügung und ihr könnt dann immer zu denen hingehen und die können euch so helfen. Viele Wahllokale sind auch barrierefrei. Also wenn du halt zum Beispiel mit einem Rollstuhl unterwegs bist, ist es dann auch ganz einfach auch als Rollstuhlfahrer. Damit deine Stimme mitgezählt wird, ist das wichtig, genau anzukreuzen, wen du wählen willst und nicht irgendwie dieses undeutige Ankreuzen so an der Seite oder irgendwie, also was einfach nicht eindeutig ist, weil wenn die das sehen, dann werden die das nicht mitzählen, weil die wissen nicht, ob du jetzt für diesen Kandidaten oder für den anderen Kandidaten jetzt gewählt hast, so, und dann wird deine Stimme ungültig. Um das halt richtig zu machen, kreuze ganz genau an, wen du wählen möchtest. Und auch bitte keine zusätzlichen Markierungen, weil das irritiert sonst. Und als Zusammenfassung möchte ich euch einfach sagen, dass Wählen euch eine Stimme gibt und ihr habt dadurch die Möglichkeit, die Richtung des Landes mitzubestimmen. Also nutzt eure Stimme, denn nur dadurch kann sich was ändern. Also ihr wisst Bescheid, am 23. Februar gehen wir alle wählen, ja? Wir gehen alle wählen und keiner bleibt zu Hause. Und wenn ihr sagt, okay, ihr wollt zu Hause bleiben und per Briefwahl wählen, macht das. Aber Hauptsache geh wählen. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Sehr informativ und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das ist literally mein erstes Video auf Deutsch auf meinem YouTube-Channel.
Ich fand das nur so wichtig, es jetzt anzusprechen und es auch vor allem auf Deutsch zu machen, um euch auch so genauere Informationen zu geben. Lasst mir gerne ein Like da. Teilt unbedingt dieses Video, wenn andere jetzt nicht wirklich viel übers Wählen wissen. Teilt es unbedingt an die Leute und kommentiert gerne, welche Arten von Videos ihr von mir sehen möchtet. Und vergesst auf gar keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren. Ich versuche immer jede Woche was hochzuladen. Ich will auch bald ein Q&A machen. Deswegen könnt ihr auch gerne kommentieren und mir Fragen stellen. Und das werde ich dann nächstes Mal dann bei meinem Q&A beantworten. Ja, deswegen Dankeschön für eure Liebe, für euren Support. Und ich hoffe, dass wir alle vorankommen in diesem Jahr und vor allem auch jetzt in Deutschland vorankommen, auf bessere Zeiten. Und wirklich ein großes Lob an dich, dass du es bis zum Ende angeguckt hast. Dankeschön. Da bin ich ja doch nicht so langweilig. Ja, und ich hoffe, ihr habt was Neues dazu gelernt. So, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, in welcher Zeitzone ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich sag's schon mal. Bye, bye. Tschüss. See you. Let's get into it! Das ist überall so, das kannst du nicht vermeiden. Der Burger von heute hört sich so lustig an. It's not easy to do a video like this, so mi ciao. Schon 41 Minuten lang, weil ich so viel geredet habe. Ja. Das wird ein langes Video. Ich bin so fett. Das ist nicht mehr lustig. Nächste Woche melde ich mich beim Gym an. Ich meine es richtig ernst. Hey! Ich habe nichts zum Trinken. Mein Wasser, aber es ist in meiner Fanta-Flasche. Cheers. What? Naja, egal. Ich bin eh cringe. Also nutzt eure Stimme, denn nur dadurch kann sich was in Deutschland ändern. Ja, deswegen Dankeschön, danke. Bye.